Kennt ihr das auch? Ihr habt eigentlich voll Lust, etwas zu machen, findet aber tagelang keine Zeit dazu und wenn ihr dann endlich die Zeit habt, dann fehlt euch der Antrieb. So ähnlich ist es gerade bei mir. Ich habe in meinem Ordner für Videoideen ein halbes Dutzend angefangene Textdokumente rumfliegen, die ich eigentlich fertig schreiben will. In der Woche bleibt dafür aber kaum die Zeit. Ich arbeite meine 8 Stunden am Tag und betreibe mindestens zweimal die Woche mit dem Theaterspielen ein sehr zeitintensives, kreatives Hobby. Meine Zeit für YouTube-Videos verschiebt sich dadurch entweder in die späten Abendstunden oder vollkommen auf das Wochenende. Nach der Umstellung meines Kanals auf stärkere, einzelne Videos, die dafür aber auch seltener erscheinen, fällt mir das viel mehr auf. Während es vorher gereicht hat, einen Total War Teil zu starten und eine Stunde spontan zu labern, um dann 2 bis 3 Videos daraus zu machen, muss ich für Videos wie dieses hier einen entscheidenden ersten Schritt schaffen. Das Skript muss stehen. Ich vermute, jeder, der schon mal einen Aufsatz oder eine Kurzgeschichte schreiben musste, kennt das Problem. Man sitzt zunächst vor einem leeren Blatt und fragt sich, wie man anfangen soll. Was will ich erzählen? Wie erzähle ich das? Und was wird alles passieren? Diese ganzen Fragen schwirren im Kopf umher und man grübelt und grübelt, bekommt aber kaum etwas aufs Papier. Bei mir war das auch meist das größte Problem. Allerdings hat sich auch noch ein weiteres Problem dazu geschlichen: Zweifel. Sobald ich den Anfang für ein Skript gefunden habe, sprudelt der Text nur so aus mir heraus. Zeile um Zeile füllt sich und ich schreibe mich förmlich in einen Rausch. Doch irgendwann gelange ich meist an einen Punkt, an dem ich nicht mehr weiter weiß und an dem ich mein bisheriges Schaffen hinterfrage. Ergibt das überhaupt Sinn? Kommt das rüber, was ich ausdrücken wollte? Wird es von den Zuschauern gut aufgenommen? Oftmals liegt es daran, dass ich das Gefühl habe, meine Gedanken, die im Kopf sind, nicht vernünftig in Worte fassen zu können. Ich habe eine These, die für mich schlüssig klingt, die ich aber nicht gut argumentiert äußern kann. Ich finde es gut, dass ich mich selbst hinterfrage, denn ansonsten würde ich qualitativ fragwürdige Dinge publizieren, die falsch verstanden werden und am Ende nicht den Zweck erfüllen, für die sie eigentlich gedacht waren. Allerdings bremst mich das auch erheblich aus. Als Mensch, der sich ohnehin leicht ablenken lässt, ist dieser Bremsvorgang meist der Augenblick, in dem ich keine Lust mehr auf das Skript habe und lieber irgendetwas anderes mache. Des Weiteren überlege ich da schon, wie ich das nachher im Schnitt mit Bildmaterial unterlegen kann. Wenn mir da noch nichts einfällt, dann trägt das nicht gerade dazu bei, dass ich vorankomme. Dadurch wird das Video, das geplant ist, nicht fertig. Das wiederum ärgert mich, denn ich wollte ja am Wochenende endlich wieder etwas hochladen. Also mache ich mir Druck, dieses oder irgendein anderes Video zu produzieren. Und auch hier wird jeder wissen, was passiert, wenn man sich dazu zwingt, etwas Kreatives zu erschaffen. Genau, gar nichts. Stärker noch als die eigenen Zweifel bremst einen der Zwang komplett aus. So war es zum Beispiel die letzten Tage. Ich fing an, ein Videoprojekt, das ich schon seit Monaten plane, zu bearbeiten, kam aber ganz schnell an den Punkt, an den ich merkte, dass noch nicht der richtige kreative Funken da war, um das Skript zu schreiben. Soweit alles gut. Dann aber war es ja schon Donnerstagabend und ich wollte schon etwas vorbereitet haben, damit ich im Laufe des Samstags oder am besten noch Freitagabend mit den Sprachaufnahmen beginnen konnte. Also wollte ich an einem anderen Skript arbeiten, damit dieses dann fertig wird. Wurde es aber auch nicht, weil ich schlicht keine zündende Idee hatte und auch keine Lust mehr. Irgendwann ist der Akku ja auch mal leer und will aufgeladen werden, indem man einfach mal nichts macht bzw. Zeit für sich hat. Denn auch wenn YouTube mein Hobby ist, ist es in gewisser Weise auch Arbeit. Wie schon gesagt, früher hätte mich das nicht so sehr interessiert. Dann hätte ich halt irgendwann noch ein paar Let's Play Parts aufgenommen und vorproduziert, damit ich etwas Freiraum habe. Nun aber weiß ich, dass ihr da draußen noch viel mehr auf ein neues Video wartet als vorher, weil sie ja ohnehin schon so rar erscheinen. Sollte ich es an einem Wochenende nicht schaffen, dann bedeutet das automatisch, dass es jetzt nochmal eine ganze Woche dauert, bis es fertig ist. Wenn mich dann zusätzlich noch eine Erkältung erwischt, dauert es natürlich nochmal länger. Das ist ein Faktor, vor dem ich Philipp bereits gewarnt hatte. Er sagte, dass ich damit leben und umgehen muss, auch mal 2-3 Wochen kein Video hochzuladen, ohne dabei durchzudrehen und meinen Kanal quasi schon zu Grabe zu tragen. Ich denke, das ist ein guter Hinweis von ihm gewesen und daran muss ich sehr wahrscheinlich noch einige Zeit lang knabbern, bis ich das verinnerlicht habe. Ich habe einfach nur die Sorge, dass, wenn ich einmal über längere Zeit kein Video gebracht habe, Ähnliches passiert wie mit meinem Kontrastprogramm-Kanal. Der machte mir mehrere Monate enormen Spaß, wuchs toll und hatte wahnsinniges Potenzial, noch viel größer zu werden als dieser Kanal hier gerade. Aber dann kam eine Woche kein Video, 2 Wochen, ein Monat, 2, 3 und ab da war der Kanal eigentlich tot. Einfach, weil ich ein kreatives Loch hatte und nicht mehr weitergemacht habe. Deswegen will ich nicht, dass dieses Baby hier auch einen solchen Weg geht, denn ich habe so viele Ideen, die ich nur noch umsetzen muss. Was aber in der kurzen Zeit, die mir in der Woche verbleibt, nicht so einfach von der Hand geht. Auch wenn ich jetzt gerade etwas langsamer vorankomme, ist es kein Grund, den Kopf zu verlieren.
Das solltet ihr auch nicht, wenn ihr gerade Ähnliches erlebt, denn oft sind solche Phasen auch Quell für Neues. In der Schule schrieb ich einmal eine Kurzgeschichte über das Problem, vor einem leeren Blatt Papier zu sitzen und eine Geschichte schreiben zu müssen. Und jetzt produziere ich ein Video über das Problem, ein Video zu produzieren.